Freiburg gegen Bremen ist der Auftakt zum 23. Spieltag. Nachdem unter der Woche wieder europäisch gespielt wurde, geht es jetzt also weiter in der Bundesliga, auch im Kampf um Europa. Freiburg hat auf St. Pauli mit 1:0 ganz knapp gewonnen. So ein typisches Freiburg-Tor, Eigentor, 2 Minuten vor Schluss. Abgefälschtes Ding, das geht auch nicht bei jedem Verein rein. Aber gut, am Ende sind die 3 Punkte auf dem Freiburger Konto und das ist das, was zählt. Bremen hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren. 1:3. War für viele so ein bisschen überraschend, sind auch in Führung gegangen, haben dann noch das 1:1 und das 1:2 in der ersten Halbzeit bekommen und dann das 3:1 durch Gift Orban dann noch. Also das war, glaube ich, nicht nur für die Bremer nicht so geplant, für Hoffenheim natürlich super, weil die sich jetzt ein bisschen unten Luft gemacht haben im Abstiegskampf. Ja, ich würde das unentschieden tippen. Warum? Weil beide noch oben mitspielen, weil beide oben dran bleiben wollen, aber beide vielleicht nicht ganz so befreit spielen, wobei Freiburg, die kommen mit einem Sieg. Bremen, die müssen auch mal wieder dann einen Sieg einfahren. Ich glaube einfach, dass das unentschieden ausgeht. Ich mache immer ein 1:1, vielleicht auch ein langweiliges 0:0, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bremen da auf jeden Fall was holt, dass sie wieder besser spielen wollen und von daher 1:1. Am Samstag dann das Duell der beiden VfL-Vereine. Wolfsburg zu Hause gegen Bochum. Wolfsburg hat beim VfB Stuttgart gewonnen, auch nach Rückstand. Thiago Tomasch hat, glaube ich, getroffen und Amura nach Elfmeter. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Wolfsburg glaube ich auch nicht. Also ein Remis hätte ich ihnen zugetraut, aber dass sie da gewinnen, ausgerechnet, möchte man jetzt meinen. Jetzt sind die auch wieder oben mit dabei und oben drin im Kampf um die internationalen Plätze. Bochum hat ja überraschenderweise doch zu Hause Dortmund geschlagen, 2:0, aber das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass das ja so ein typisches Spiel sein kann für Dortmund, dass sie dann wieder verlieren, weil du weißt nie, Dortmund ist so wie eine Schachtel Pralinen, so ganz typisch aus Forrest Gump, du weißt nie, was du bekommst. Hätten sie gegen Sporting oder hätten sie so gespielt, wie sie gegen Sporting zweite Halbzeit gespielt hätten, hätten sie da gewonnen. Ja, und Bochum hat einfach die Chancen genutzt, eiskalt, ne? 2-3 Mal gefährlich vom Tor und sind wieder da, ne? Im Kampf um den Klassenerhalt, sie leben wieder. Ist halt die Frage, ob sie nachlegen können, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass Wolfsburg das zu Hause vielleicht nicht so ganz klar und deutlich macht, aber doch ein 3:1. Ich schätze Wolfsburg einfach stärker ein als Bochum. Also es würde mich schon sehr überraschen, wenn Bochum in Wolfsburg irgendwas holt. Habe ich aber auch letzte Woche gesagt, als Bochum zu Hause gegen Dortmund gespielt hat und als Wolfsburg in Stuttgart gespielt hat. Also ihr seht, es muss nicht immer das eintreten, was ich euch hier vorgaukel. Weiter geht's mit Gladbach gegen Augsburg. Die Gladbacher haben bei Union Berlin ganz knapp 2:1 gewonnen, mussten den Keeper zwischenzeitlich mal rausnehmen. Der fällt jetzt bis zu Saisonende aus. Aber Tim Kleindienst hat, glaube ich, wieder getroffen. Der war auch wieder ganz vorne mit dabei. Der ist halt einfach super, super wichtig. Das ist Wahnsinn. Also das ist ein echter Gewinn nach wie vor für Gladbach und es kann auch noch ein bisschen nach oben gehen für die Gladbacher, wenn die jetzt auch eine kleine Serie starten. Die sind mittendrin im Kampf um den internationalen Platz, um die Europa League, um die Conference League. Augsburg hat zu Hause Leipzig 0:0 abgetrotzt. Habe ich mich gefreut. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Augsburger da gewinnen in Hinsicht auf Eintracht Frankfurt, aber ein Punkt war auch okay. Haben sie sich, glaube ich, verdient, haben auch ein paar gute Chancen gehabt hinten, ein paar Mal Glück gehabt. Ein Lattenkopfball war, glaube ich, zum Schluss mit dabei und von daher, genau, 0:0 gegen Leipzig, jetzt das direkte Duell in Gladbach. Da schätze ich auch die Gladbacher stärker ein. Aber bei Augsburg weiß man auch nicht, die holen auswärts auch gerne mal ein paar Punkte, haben ja in Bremen gewonnen zwischenzeitlich, haben auch bei Union gewonnen, wo du auch nicht einfach mal so gewinnst. Tja, aber ich mache Gladbach auf Heimsieg. Ich schätze die wirklich stark ein, ich glaube, dass sie eine gute Phase gerade haben, dass sie das auch gut ausnutzen werden. Und von daher, also ich habe jetzt hier keine Karten gelegt, ich vermute das einfach mal und ich prognostiziere das, muss nicht immer stimmen, aber 2:0 für Gladbach. Mainz gegen St. Pauli, die nächste Begegnung. Mainz hat in Heidenheim gewonnen am späten Sonntagabend mit 2:0. Johnny Burkhardt hat unter anderem wieder getroffen, der trifft und trifft und trifft. Der steigert seinen Marktwert auch von Woche zu Woche. Frankfurt ist ja unter anderem interessiert, also wird es da auch sehr, sehr spannende Bewegungen und Gespräche wahrscheinlich im Sommer geben. St. Pauli hat zu Hause gegen Freiburg verloren, auch ganz knapp. Die Freiburger haben einen Elfmeter ganz kläglich vergeben durch Grifo. Dann kurz vor Schluss mit Günther diese abgefälschte Flanke, die halt auch nicht bei jedem Team reingeht. Ne? Das ist komischerweise bei Freiburg, dass so Dinger ganz oft immer im Tor dann landen. Und ich glaube auch hier, dass Mainz das zu Hause ganz knapp machen wird. Ich mache hier mal ein 2:1. St. Pauli hat nach wie vor, glaube ich, die zweit- oder drittwenigsten Gegentore. Warum auch immer, schießen halt vorne zu wenig Tore, sonst wären die auch im gesicherten Mittelfeld. Gehe ich von aus. Aber genau, in dem Fall glaube ich, dass die Mainzer
ein bisschen stärker sind als St. Pauli und von daher Heimsieg für die Mainzer. Jetzt kommen wir zu Holstein Kiel gegen Leverkusen. Das wird wahrscheinlich mein erster Auswärtssieg und so wie ich sehe, wahrscheinlich kommt noch ein zweiter hinzu, mal gucken. Genau, die Kieler in Frankfurt verloren mit 3:1, haben aber gar nicht so schlecht gespielt. Die ersten 10 bis 15 Minuten war Kiel jetzt nicht brandgefährlich vom Tor. Es ist jetzt nicht so, dass sie ein Chancenfestival veranstaltet hätten. Haben aber gut Druck gemacht, haben vorne gut zugelaufen. Und ja, dann im Prinzip mit dem 1:0, mit dem schnellen 2:0 ging das dann schon in eine Richtung, wo man dann schon gesehen hat, dass das nichts mehr wird. Das 3:0 dann war eigentlich schon die spielentscheidende Situation. So nach einer Stunde, 65 Minuten kam dann nochmal ran. Aber im Endeffekt dann einfach zu ungefährlich. Und Leverkusen hat zu Hause gegen die Bayern 0:0 gespielt. Wer das Spiel gesehen hat, der wird auch gesehen haben, dass die Leverkusener eigentlich glasklar die bessere Mannschaft war, haben halt das Tor nicht gemacht und von daher haben sie weiterhin 8 Punkte Rückstand auf die Bayern. Das wird also nach wie vor richtig schwer, weil ich glaube nicht, dass die Bayern sich das an den letzten 11, 12 Spieltagen jetzt noch nehmen lassen. Die müssen ja 8 Punkte verspielen, ist möglich. Fragt sich halt nur gegen wen. Vielleicht ist Frankfurt der lachende Sieger am Wochenende, ich glaube da aber eher nicht. Und ich glaube auch, dass Leverkusen das bei Holstein Kiel macht. Die haben zwar Dortmund zu Hause geschlagen, aber Leverkusen ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Und von daher mache ich hier mal ein klares 3:0. Ein kleiner Rückschlag für die Kieler, die aber nicht viele Punkte Rückstand haben auf Platz 16. Das ist unten alles ganz, ganz eng beieinander. Aber Leverkusen wird das machen. Dann das Topspiel am Samstagabend, Dortmund gegen Union. Dortmund hat in Bochum verloren mit 2:0. Also was bei Dortmund los ist, weiß ich nicht. Das gleicht einem Thriller, Horrorstory, keine Ahnung, sucht euch was aus. Die Dortmund-Fans draußen, die werden Woche für Woche immer verzweifelt haben. Am Trainer liegt es meiner Meinung nach nicht. Es hat auch nicht an Şahin gelegen, es hat auch jetzt nicht an Niko Kovac gelegen. Da sind einfach so viele andere Bereiche, wo es schon seit Jahren hapert, wo es nicht klappt, die Mannschaft, die wenig nach Qualität zusammengestellt wurde, obwohl die Spieler ja Qualität haben. Also wie gesagt, ein Seru Girassi, ein Waldemar Anton, die haben ja bei Stuttgart eine geile Saison gespielt. Vielleicht harmoniert das alles nicht so zusammen. Und die Dortmunder müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass sie dieses Jahr sich zum ersten Mal nicht seit langer Zeit für das internationale Geschäft qualifizieren, wenn es denn so weitergeht. Aber müssen halt mal langsam anfangen. Gegen Union zu Hause, die auch gegen Gladbach verloren haben mit 2:1. Bei Steffen Baumgart und Union weiß halt auch nie. Die werden trotzdem den Schwung mitnehmen. Die haben ja auch nicht so schlecht gespielt gegen Gladbach. Aber was für ein Gesicht zeigen jetzt die Dortmund? Die spielen jetzt heute noch, Stand der Aufnahme, gegen Sporting zu Hause. Sollten sie das irgendwie noch verspielen, was ich jetzt nicht glaube, aber sollten die das auch noch verspielen, diesen 3:0 Vorsprung, dann würde ich sagen, ist gefühlt Niko Kovac schon wieder Geschichte nach nicht mal 3-4 Wochen. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Trainer da immer schuld ist. Es haben sich ja schon so viele Trainer daran versucht. Thomas Tuchel, Peter Stöger, Bosch, Rose, Terzic, Şahin, die sind quasi alle so ein bisschen an der Mannschaft auch gescheitert oder auch an sich selber, am Vorstand, an der Führungsriege. Mislintat ist ja wie gesagt jetzt weg, aber Matthias Sammer ist halt immer noch da und Sebastian Kehl und Lars Ricken. Ich weiß es nicht, also mal gucken, wie das gegen Union läuft. Ich werde jetzt Dortmund trotzdem nochmal auf Sieg tippen, weil ich die einfach auch stärker als Union schätze und im Normalfall müsste das Dortmund eigentlich gewinnen, aber da ist momentan so viel im Argen, schon seit Monaten. Seit Jahren im Prinzip, also wenn ich so lese, was die Dortmund-Fans immer auf Twitter schreiben, das ist, ist ja nicht erst seit dieser Saison so. Es ist ja schon seit vielen, vielen Jahren so, dass da vieles schief läuft. Und man wartet eigentlich auf den Tag X, wo es dann in die andere Richtung sich dreht. Mal gucken, wann der Tag X da sein wird für die Dortmund-Fans. Der kann gar nicht schnell genug kommen, aber jetzt am Wochenende mein Tipp 2:1 gegen Union. Sonntag dann 3 Partien. Leipzig gegen Heidenheim macht den Start um 3:30. Die Leipziger haben in Augsburg 0:0 gespielt. Natürlich ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Champions League Plätze und Europa League Plätze. Hatten ein paar gute Chancen, hätten aber auch verlieren können. Von daher mussten sie mit dem 0:0 zufrieden sein. Heidenheim zu Hause gegen Mainz 2:0 verloren. Auch da natürlich ein großer Rückschlag im Kampf um den Klassenhalt. Heidenheim, Bochum und Kiel sind, glaube ich, nur 1 Punkt getrennt, haben aber jeweils 6-7 Punkte Rückstand schon auf Platz 15. Da steht nämlich Hoffenheim. Die spielen gegen den VfB am Sonntag. Die haben sich ein bisschen Luft gemacht. Von daher kämpfen die jetzt so ein bisschen um den Relegationsplatz. Und in Leipzig, ausgerechnet in Leipzig, ja, die Heidenheimer, die warten auch schon seit gefühlter Ewigkeit auf einen Sieg, mal wieder auf ein Erfolgserlebnis. Sollte das ausgerechnet in Leipzig soweit sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die da eine richtige Reise kriegen werden. Und ich hau es jetzt einfach mal raus. 4:0. 4:0 für die Leipziger. Heidenheim spielt ja noch zwischenzeitlich das Rückspiel gegen
Kopenhagen in der Conference League. Da haben sie ja das Hinspiel gewonnen. Die müssen sich einfach an Kleinigkeiten hochziehen. Die Heidenheimer, das wird bis zum letzten Spieltag wirklich ein Kampf um den Relegationsplatz. Ich glaube auch nicht, oder ich kann mir bislang nicht vorstellen, dass Hoffenheim diese 6, 7 Punkte noch verspielt. Aber es ist alles möglich. Hier kann jeder jeden schlagen, gerade unten in der Tabelle. Aber ich glaube, dass Heidenheim in Leipzig sang- und klanglos untergehen wird. Ich würde es mir natürlich anders wünschen. Ich nehme auch gerne ein dreckiges 1:0 von Heidenheim, aber ich vermute mal, dass Leipzig das klar und deutlich gewinnen wird. Dann haben wir um 17:30 Uhr das mit interessanteste Spiel, einfach von den Namen her. An diesem 23. Spieltag die Bayern zu Hause gegen Frankfurt. Immer schöne Duelle gewesen, auch die Hinrunde 3:3. In letzter Minute auch Mamouche, der natürlich jetzt leider nicht mehr da ist, aber wird hoffentlich genauso spektakulär wie in der Hinrunde. Die Bayern haben nicht nur unter der Woche gegen Celtic gerade nochmal die Kurve bekommen. Das 1:1 in der 90. Minute, sonst hätten sie da Verlängerung spielen müssen und hätten das da wahrscheinlich dann irgendwie klar gemacht, gehe ich mal von aus. Haben aber in Leverkusen 0:0 gespielt und da waren sie noch gut mit bedient. Leverkusen hatte viele, viele Chancen, Bayern so 2, 3 Entlastungsangriffe, aber es war schon für die Bayern ziemlich schwach, also wirklich ziemlich, ziemlich schwach. Im Endeffekt haben sie weiterhin 8 Punkte Vorsprung und je nachdem, wie Leverkusen am Vortag gespielt hat gegen Kiel, wenn Kiel da auch nochmal irgendwie einen Punkt holt, dann, ja, also wie gesagt, für mich sind die Bayern schon deutscher Meister. Also ich glaube nicht, dass sie die 8 Punkte noch verspielen. Frankfurt hat gegen Kiel zu Hause gewonnen, hatten in der Europa League Pause. Die Playoffs haben sie ja Gott sei Dank übersprungen, sind ja direkt ins Achtelfinale eingezogen. Aber in München wird es halt auch traditionell schwer. Ich versuche das immer so ein bisschen positiv zu reden. Ich werde auch hier eine 1:0 tippen für die Eintracht. Mit einem Unentschieden wäre ich super, super zufrieden. Aber ich glaube einfach, dass die Bayern, ja auch aufgrund des Spiels gegen Celtic, wo sie nicht gut gespielt haben, wo die Leistung nicht überragend war, dass sie dann da wieder ein bisschen besser spielen. Ob Harry Kane spielen kann, weiß ich nicht. Der hat sich verletzt, der musste zur Halbzeit raus. Ob es reicht gegen Frankfurt, weiß ich nicht. Aber auch so ist da viel Qualität vorne. Alleine Musiala, Olise, zur Not kannst du auch Müller vorne reinwerfen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Verteidigung ist auch nicht immer so sattelfest. Ich weiß nicht, es ist ganz, ganz schwer vorherzusehen. Normalerweise gewinnen die Bayern das so 2, 3, 4:0, lassen ihren ganzen Frust raus an der Eintracht. Das war auch früher so, dass die Eintracht da sehr gern gesehener Gast war. Ich würde mich über einen Punkt freuen, das wäre sensationell. Ein Auswärtssieg natürlich noch mehr, aber ich glaube, machen wir uns nichts vor, dass die Bayern das auch klar und deutlich irgendwie machen werden. Und den Abschluss dann um 19:30 Uhr machen Hoffenheim und Stuttgart. Ein Baden-Württemberg-Derby. Stuttgart wird Heimspiel haben. Die kommen auch mit über 10.000, 15.000 Fans, was ich so gehört habe. Aber gut, Heimspiel in Hoffenheim ist jetzt nicht unbedingt schwer als Auswärtsteam. Frankfurt hat das auch schon hinbekommen. Die Stuttgarter werden das jetzt auch schaffen. Hoffenheim hat aber in Bremen gewonnen. Ja, um mal beim Sportlichen zu bleiben, war auch so eine kleine Überraschung. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, auch weil sie früh schon zurückgelegen hatten durch ein Eigentor von Nsoki. Dass die Hoffenheimer da nochmal so zurückkommen, Respekt. Haben jetzt ein paar Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, ist aber noch nicht die Rettung. Das kann in 2, 3 Spielen schon wieder anders aussehen oder an den nächsten Spieltagen. Stuttgart hat zu Hause gegen Wolfsburg verloren, auch ein bisschen überraschend, haben geführt durch ein, ja, technisch sehr, sehr gutes Tor von Nick Woltemade, hat so an Lionel Messi erinnert, hat da 3, 4 Leute austanzen lassen und hat den dann ins Tor geschoben, hat dann aber am Ende nicht gereicht. Und die Stuttgarter sind ja raus aus der Champions League, die können sich jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. DFB-Pokal sind sie halt auch noch im Halbfinale, je nachdem, gegen wen sie da spielen. Da sollten ja auch dann demnächst die beiden anderen Viertelfinalbegegnungen noch gespielt werden. Ich glaube, dass die Stuttgarter das machen. Wir machen nochmal einen Auswärtssieg, auch ein knappes Ding, 2:1, weil die Hoffenheimer kommen halt mit Schwung. Die Stuttgarter müssen sich auch wieder ein bisschen mehr raffen, aber von der Qualität her sehe ich die Stuttgarter einfach ein bisschen weiter vorne als die Hoffenheimer und von daher gibt es nochmal einen Auswärtssieg, von denen ich jetzt nur 2 habe. Also realistisch ist Leverkusen in Kiel, Stuttgart gegen Hoffenheim ist auch realistischer als Frankfurt in München. Aber you never know. You never know, das hat mir mal irgendeiner gesagt von der Zeit, you never know. Wir gucken einfach mal, was bei rumkommt. Wir speichern die Tipps und wir gucken wie immer mal auf die Gesamtübersicht, weil da gab es auch ein paar Veränderungen. Und zwar haben wir jetzt nämlich einen neuen Tabellenführer. Der Rast hat sich auf die 1 geschlichen, dann der Hegebusch, Bergmann und der Cem ist auf die 4 gefallen. Aber ihr seht, die haben 3, 4, 5 Punkte Unterschied. Selbst der 6. Prinz Paul, der hat nur 8 Punkte Rückstand auf den Rast. Also es wird auch da sehr kuschelig, sehr mollig an der Spitze. Das wird auch bis zum Saisonende hoffentlich ziemlich, ziemlich spannend. Ich bin auf dem 30. Platz. Das ist für meine Verhältnisse noch völlig okay. Ich werde hier auch mal wieder durchscrollen, falls es euch interessiert, dass ihr euch selber findet, dass ihr wisst, wo ihr steht. Und genau, dann gucken wir gleich nochmal auf den nächsten Spieltag. Ich gebe hier immer gerne so einen kleinen Ausblick, auf was wir uns denn am nächsten Spieltag freuen können. Da gibt es nämlich unter anderem Stuttgart gegen Bayern. Schon mal sehr, sehr interessant. Am Freitag. Dann haben wir Frankfurt-Leverkusen. Das ist das Spitzenspiel am nächsten Samstag. Freue ich mich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir St. Pauli-Dortmund. Je nachdem, wie die dann gegen
Union zu Hause gespielt haben. Bochum-Hoffenheim, Abstiegsduell. Duell um den Klassenerhalt. Bremen-Wolfsburg, schönes Nordduell. Also es gibt schon ein paar interessante Begegnungen. Frankfurt-Leverkusen bin ich auch mal gespannt. Da haben wir auch aus der letzten Saison noch was gut zu machen. Da haben wir 1:5 zu Hause verloren. Gut, da hat Leverkusen auch... Das war eine einmalige Saison. Das wird in den nächsten 30 Jahren wahrscheinlich nie mehr vorkommen. Außer die Bayern machen das nochmal. Dass sie wirklich ohne Niederlage aus der Bundesliga-Saison rausgehen. Ja, ziemlich klasse. Also ich wünsche euch wie immer viel Glück für eure Tipps. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche mit den Tipps. Ich glaube, dann gibt es Länderspielpause. Kann es sein? Ne, 25. Spieltag, 26. Und dann gibt es, glaube ich, Länderspielpause. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.